Herzlich willkommen zur Route Grande Alpe. Die Route Grande Alpe ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfersee bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col du Galibier und den Col de l'Iseran. Die Route Grande Alpe verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsport-Flair und grandioser Ausblicke. Guten Morgen zum letzten Tag der Reise. Ja, es war von vornherein klar, dass wir heute vom Col de Turini bis ans Mittelmeer runterrollen. Namhafter Pass im Spätsommer mit Meeresrauschen, das ist doch eine schöne Vorstellung. Aber danach sah es erstmal nicht aus. Wir rollen jetzt hier gerade von der Herberge am Col de Turini los und ja, jetzt geht es auch direkt vom Col eine Abfahrt bis runter ans Mittelmeer nach Menton. Ja, es ist gerade ein bisschen neblig und geregnet hat es jetzt heute Nacht wohl auch. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei der Abfahrt, wollen ja heil ankommen, nicht so wie letztes Jahr. Und ja, also jetzt gehen wir erstmal in die Abfahrt. Bevor es runtergeht, kurz die Streckenanimation des letzten Tages. Wir fahren von 1600 Metern runter bis an die Küste und dann über eine bergige Küstenstraße weiter bis Nizza. Dabei rollen wir auf 82 Kilometern 2450 Höhenmeter runter und 950 Höhenmeter rauf. Wir sind dann hintereinander da runtergeeiert und in dieser Szene war es etwas brenzlig. Anne bremst unvermittelt, ich sehe es spät und wollte nicht voll in die Eisen, damit ich nicht wegrutsche, aber es hat noch gepasst. Ja, und danach sind wir dann getrennt die Abfahrt runtergefahren, erst Anne, dann ich. So konnten wir uns nicht mehr gegenseitig in die Karre fahren. Links auf dem Felsvorsprung ist die Notre-Dame de la Menure mit dem eindrucksvollen Zugang über die Brücke. Etwas weiter unten wurde es trocken und wir konnten die Serpentinen entspannter fahren. Die 25 Kilometer lange Abfahrt vom Col de Turini durch Niemandsland bis nach Sospel. Ja, die Abfahrt ist geschafft und jetzt haben wir hier hinter uns gut gefrühstückt. Frühstück bei Hinterhand. Jo. Jetzt kommt der Col de Castellion. 5 Kilometer, ein bisschen bergauf. Passt. Der Col de Castellion ist der letzte kleine Pass auf der Route Grande Alpe, ehe man in Menton einrollt. Das sind so circa 6 Kilometer mit 5%, ganz gemächlich. Ja, und für Autos gibt es die neuere Straße 2566a. Radfahrer fahren besser die 2566. Olivenhaine. Es wird mediterran. Ja genau, willkommen im Süden. Der Vollständigkeit halber kurz der Anstieg zum Col de Castellion. So. Nicht runterfallen. So, ja. Col de la Castellion. Jetzt geht's runter nach Menton. Okay.
Wegen Nizza im letzten Jahr war ich an diesem Tag total angespannt. Ich wollte diesmal unbedingt ohne Sturz dort ankommen. Deswegen war ich vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig und habe ständig in den Kurven ausgeklickt, wo das ja eher mega kontraproduktiv ist. Hier rollen wir in Menton ein und direkt runter bis zur Küste. Vom Ort selbst haben wir nicht viel gesehen, aber ich denke, dass das Südfranzösische hier bei der Durchfahrt schon durchkommt. Und jetzt sind wir am Mittelmeer. Zum ersten Mal, dass wir geweint sind, sind wir nicht schon mal ans Meer angekommen sind. Wie fühlt es sich an? Voll gut. Aber es war gerade sehr gruselig. Ja, aber nach hunderten Kilometern, zigtausenden Höhenmetern, 9 Tage später vom Genfersee, jetzt hier, ist alles gut? Gut. Ja. Also hier in Menton ist jetzt das offizielle Ende der Route Grande Alpe. Jetzt sind wir hier im Mittelmeer und in die Richtung kommt jetzt zuerst dann noch Monaco und dahinter Nizza. Und den Weg bestreiten wir jetzt auch noch. Erstmal genießen wir das Meer. Ja, Emotionen, Anne. Hast du noch was für die Kamera? Alles gut. Alles gut. Ja. Ja. Wir genießen mal eben. Die Abfahrt vom Col de Castagnon bis ans Meer. Hier geht es rauf auf die Küstenstraße, die Menton mit Nizza verbindet. Wir sehen hier ein bisschen von Monaco und die Straße führt rauf auf den Col d'Eze. Der ist von der Rallye Monte Carlo bekannt. Ich bekomme gerade keinen vernünftigen Punkt mal, wo man auf Monaco runter gucken kann. Schade. Jetzt fahren wir so in die Wolken rein, ne? Die wussten sich zu helfen, das sah gut aus. Der Anstieg zum Col d'Eze. Obwohl der Col ziemlich nah am Meer liegt, ist er dennoch 507 Meter hoch. So, da ist er. Oh. Der Vollständigkeit halber haben wir den auch noch drauf, ne? Stimmt. Ja. Also bisher, ja, zwar eine Küstenstraße, aber sehr befahren, sehr bebaut. Jetzt haben wir noch ein bisschen Wolken. Naja, wir fahren jetzt weiter nach Nizza. Halten uns hier nicht lange auf, oder? Ja, Und dann sind wir euphorisch nach Nizza runtergerollt.
der alte Hafen von Nizza. So, hier wollten wir im letzten Jahr auch mal hin. Ja. Ja? Café du Cycliste. Und ich habe meinen Ellenbogen davor gebrochen. 8 Kilometer vom Ziel. Und diesmal nicht. Ja. Gehen wir mal rein. Schieben wir mal die Räder rein und stellen die hier links ab. Café du Cycliste wurde in einem traditionellen französischen Café oberhalb von Nizza in den Hügeln gegründet. Heute ist das Café hier im alten Hafen zu Hause. Es gibt frisch gemahlenen Kaffee, Croissants, Bikes zu mieten und natürlich wunderschöne Kleidung. Nizza ist bekannt für die berühmte Promenade des Anglais. Sie erstreckt sich entlang des azurblauen Wassers und bietet eine malerische Kulisse aus Palmen und bunten Blumen. Sie ist gesäumt von Strandrestaurants, Cafés und historischen Gebäuden und bietet den idealen Rahmen für gemütliche Spaziergänge, sportliche Aktivitäten und atemberaubende Ausblicke auf den Sonnenuntergang. Die Promenade ist nicht nur ein malerischer Spazierweg, sondern auch ein Symbol für die Eleganz und den zeitlosen Charme der Stadt, der Einheimische und Besucher gleichermaßen anzieht. Wir genießen jetzt einfach die Fahrt entlang der Promenade. Links stehen noch Absperrgitter von der Ironman WM in Nizza. Die war 3 Tage zuvor. Wegen des verheerenden LKW-Anschlags an Nizzas Promenade im Sommer 2016 ist sie heute mit tief in den Boden einbetonierten Pfosten gegen Durchbrüche gesichert. Und links ein großer blauer Stuhl. Nizza ist bekannt für die blauen Stühle an der Promenade. Die blaue Farbe steht für das Meer und den Himmel. Diese Pavillons bieten etwas Schatten und man kann sich hinsetzen. Davon gibt es mehrere an der Promenade und an einem davon endet das Three Peaks Bike Race, wenn Nizza das Ziel ist. Hier rechts liegt für mich das Gebäude an der Promenade. Das ist das Hotel Negresco, ein in 1912 eröffnetes Luxushotel im Stil der Belle Époque. Der Weg runter bis nach Nizza und damit die letzten Kilometer unserer Radreise. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in Nizza und das meine ich wirklich ernst. Bei so einer Radreise kann ja generell viel passieren. Du bist praktisch jede Sekunde gefordert. Man muss konzentriert sein. Dann noch mit den Anstiegen und Abfahrten noch mal mehr. Ja, und wir haben es jetzt wirklich geschafft. Da fällt schon so eine kleine Last von einem ab, ne? Eindeutig. Weil wir immer wegen letzten Jahr so sehr im Bewusstsein hatten, ja, es kann wieder was passieren. Aber die Räder haben gut mitgemacht. Wir haben gut mitgemacht, ist nichts passiert. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir in 2 Stunden ins Airbnb kommen und melden uns später. Wir saßen da noch eine Stunde in dem Pavillon, um runterzukommen, haben dort für den nächsten Tag 2 Strandliegen reserviert, mit zu Hause telefoniert und die frohe Botschaft verkündet, dass wir angekommen sind. Dann sind wir weiter zu einer Eisdiele und haben dort gewartet, bis wir pünktlich die Zugangsdaten zur nahen Unterkunft bekommen haben. Über Airbnb haben wir für 2 Nächte ein kleines Duplex-Studio gebucht. Unten war die Küche, eine Sitzecke und das Bad. Die Treppe führte nach oben zum Schlafbereich. Alles auf ziemlich kleinen Raum, gut ausgestattet und es war nur ein Steinwurf von der Promenade entfernt. Den nächsten Tag haben wir komplett an der Promenade verbracht. Morgens mit Kaffee und Teilchen dorthin gesetzt.
Tagsüber waren wir am Strand und haben es uns einfach mal richtig gut gehen lassen. Und abends haben wir nochmal das Treiben auf der Promenade genossen. So richtig langweilig wird einem dann nie. Es war einfach ein toller, freier Tag nach so viel Radfahren. Die Route Grande Alpe war die beste Radreise, die wir bisher gemacht haben. Es ist einfach ein tolles Gefühl, da oben aus eigener Kraft herzufahren mit den fantastischen Ausblicken und den berauschenden Abfahrten. Und es würde mich echt freuen, wenn die Videoreihe euch dazu animiert, die Strecke auch mal zu fahren. Und deswegen mache ich jetzt mal was Neues, einen Infoblog, in den ich alles reinpacke, was mir zur Planung der Reise einfällt. Die Strecke liegt in Südostfrankreich und daher würde ich nicht unbedingt im Hochsommer fahren und auch außerhalb der Sommerferien, da der Verkehr dann wahrscheinlich am geringsten ist. Wir sind nach den Sommerferien im September gefahren und hatten tolles Wetter und vermutlich geht's im Oktober auch noch gut. Nach den Sommerferien, ich habe mal geschaut, der Col de l'Iseran wird meist am zweiten Freitag im Juni geöffnet. Das ist ja der höchste Pass und der liegt auf der nördlichen Hälfte der Strecke. Von daher dürfte er ein guter Indikator für die Fahrbarkeit der Strecke sein. Wir waren mit 9 Fahrtagen und 2 Pausentagen sehr zufrieden und haben kein Mal damit gehadert. Die Strecke ist 700 Kilometer lang, aber ich empfehle dringend, die Etappen nach den Höhenmetern zu planen. Mit 9 Tagen hatten wir im Schnitt 2000 Höhenmeter pro Tag. Und wenn die Strecke dann mal nur 55 Kilometer am Tag lang ist, dann ist das auch okay. So ist die Reise mal nicht nur Sport, sondern auch Urlaub. Und so wie wir es gemacht haben, passt es auch zeitlich wunderbar in 2 Wochen Urlaub. Wir hatten 16 Tage am Stück frei. Am ersten Tag war die Anreise, dann 9 Fahrtage, dann 2 Pausentage, einen kompletten Tag in Nizza und einen ganzen Tag für die Rückreise. Das sind 14 Tage, bleiben noch 2 Tage übrig. Das war bei uns der Samstag und Sonntag und dann konnten wir uns an dem Wochenende noch daheim sortieren, bevor die Arbeit wieder losging. Die Anreise zum Genfer See haben wir größtenteils mit dem Zug gemacht. Es ging über Mannheim, Basel und Bern nach Lausanne. Im Fernverkehr muss man fürs Rad einen Stellplatz buchen. Das geht ab 6 Monaten vorher. Und dafür machen wir uns einfach einen Kalendereintrag und dann klappt das auch. Wir hatten also 3 Umstiege und da wir wegen den Fahrradstellplätzen sowas wie eine indirekte Zugbindung haben, müssen wir immer den Anschluss sicher bekommen. Deswegen stelle ich die Mindestumstiegszeit gerne auf zum Beispiel 30 Minuten. So hatten wir bei der Anreise 40 bis 60 Minuten Zeit zwischen den einzelnen Zügen, gar nicht mal wegen dem Umsteigen selbst, das geht bei uns mit den leichten Rädern schnell, sondern eher um damit mögliche Verspätungen auszugleichen. Und selbst wenn man mal gegen Mittag 1 Stunde Zeit am Bahnhof hat, ist das auch nicht schlimm, dann isst man einfach etwas. Ab Lausanne sind wir die 19 Kilometer mit der Fähre über den See bis nach Thonon-les-Bains gefahren. Wären wir mit dem Zug außenrum gefahren, hätte das circa 2 Stunden länger gedauert. Mit der Fährfahrt spart man also Zeit, aber sie ist teuer. 2 Personen mit 2 Rädern, 90 €, Schweizer Alter. Räder reservieren kann man nicht, aber ich hatte mit denen telefoniert und die waren optimistisch, dass das klappt. Hat es ja auch. Man muss nur beachten, dass man von 16:30 bis 18:30 keine Räder mitnehmen kann. Erst danach wieder. Wir haben in Hotels geschlafen und das Zelt nicht vermisst. Bei so vielen Höhenmetern muss man sich auch fragen, ob das Zelt sinnvoll ist oder ob man die 5 Zusatzkilo wirklich jeden Anstieg hochwuchten will. Es ist ja nicht nur das Zelt, sondern auch die Isomatte, der Schlafsack und du brauchst eine Powerbank. Also das läppert sich. Und die Etappeneinteilung ist mit Hotels auch einfacher. Es gibt viel mehr Hotels oder Airbnbs als Campingplätze und dann kannst du einfach dort halten und schlafen, wo du willst und musst nicht noch irgendwo hin. Ich habe die Hotels im Vorhinein über Booking.com gebucht und habe dem Hotel dann eine Nachricht geschickt und gefragt,
ob sie einen sicheren und trockenen Raum für unsere beiden Räder haben. Das habe ich einfach übersetzen lassen. Ja, und die Antwort war immer ja. Was man genau dann in dem Hotel vorfindet, das ist allerdings immer anders. Das wäre natürlich auch alles per E-Mail gegangen, aber Booking hat den Vorteil, dass ich meine Kreditkartendaten nicht per E-Mail versenden muss. Französisch ist eine schwere Sprache und auch wir können sie nicht. Dennoch sind wir aber sehr gut klargekommen. Die Hotels sind internationale Gäste gewohnt, da konnten wir uns immer mit Englisch verständigen. In Bäckereien und Restaurants hingegen sollte man schon auf Französisch bestellen können. Ja, das sind so 2, 3 Sätze, die du brauchst. Und zur Not nutzt man kurz die Übersetzungs-App auf dem Handy. Das geht auch. Auf meinem Komoot-Profil findet ihr die Collection zur Route Grande Alpe. Und da die Profilsuche auf Komoot nicht gut funktioniert, ist hier der QR-Code direkt zur Kollektion. Da sind die einzelnen Etappen drin und auch die Hotels habe ich nochmal gesondert angegeben. Ich denke, das kann eine große Hilfe für eure Planung sein und ich empfehle nochmal, nachmittags immer so weit runterzurollen, wie es geht, dort zu übernachten und am nächsten Tag den Pass früh morgens zu fahren. Dann ist es meist friedlicher und man muss sich nicht so sehr gegen die Kälte anziehen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass das die Kollektion zu dieser Videoreihe ist, also mit dem Col de la Bonnette und nicht über die Originalstrecke mit dem Col de la Gaillole und dem Col de Valbert. Und es sind auch Fehler oder Abstecher zum Bäcker enthalten. Das habe ich nicht korrigiert, denn vielleicht wollt ihr ja genau zu dem Bäcker. Deswegen ist das alles drin und man sollte es nicht einfach ungesehen nachfahren, das hat es nämlich auch schon gegeben, sondern seht euch die einzelnen Strecken genau an, zoomt rein und ändert sie gegebenenfalls ab. Das geht mit Komoot ja sehr einfach. Ich möchte auch noch was zur Strecke sagen, deswegen hangeln wir uns jetzt mal an der Route entlang. Die Tage 1 und 2 sind noch nicht spektakulär, aber das ist kein Problem, denn so kommt man langsam rein und die Highlights liegen ja noch vor einem. Dann kommt der schöne Comet de Roseland, der Col de l'Iseran ist der höchste Alpenpass, dann der berühmte Galibier und der Isoard. Der Col de Var ist hingegen nicht so schön, aber er ist halt auch Teil der Route Grande Alpe. Dann kommt das Highlight, in unserem Fall der Col de la Bonnette oder bei der Originalstrecke der Col de la Gaillole mit dem Col de Valbert. Aber danach wird die Strecke nach unserer Meinung etwas weniger interessant. Nach den ganzen Highlights zuvor haben wir die letzten beiden Tage mit dem Col Saint-Martin, dem Col de Torini und Menton als nicht mehr so besonders empfunden. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass die bisherige Vorfreude kurz vorm Ziel schwindet und man weiß, dass es bald leider schon zu Ende ist. Die Spannung lässt nach. Wer also nicht unbedingt die Route Grande Alpe 1:1 fahren will oder wer zum Beispiel 2 Tage einspannen muss, der kann auch einfach ab Saint-Sauveur-sur-Thény direkt bis Nizza runterfahren. Da fährt man ja genauso ans Mittelmeer und das ist auch gut. Ich will beim Rad gar nicht so sehr ins Detail gehen, nur so viel. Nehmt die kleinste Übersetzung, die ihr habt, denn ihr hängt 3 bis 4 Stunden am Anstieg, aber nur 1 Stunde auf der Abfahrt. Die Anstiege sind einfach wichtiger, runter geht's von alleine und nehmt so wenig mit wie möglich. Mit viel Gewicht beschränkt ihr nur euch selbst in euren Möglichkeiten. Nehmt ein gutes Rücklicht mit, unser kleines Positionslicht war okay, aber ein etwas größeres schadet auch nicht. Die Rückreise ging mit einem französischen TGV von Nizza ohne Umstieg bis nach Straßburg und ab da über Offenburg und Mannheim nach Hause. In Nizza ging es um 7 Uhr los und wir waren um 20 Uhr daheim. Das hört sich jetzt alles ziemlich entspannt an, aber was wir im TGV vorgefunden haben, entsprach gar nicht unseren Erwartungen. Wir hatten nämlich 2 Fahrradstellplätze gebucht für jeweils 10 Euro. Deswegen hatten wir ein vernünftiges Fahrradabteil erwartet, sowas wie zuvor hier mal in diesem YouTube-Video gesehen. Aber da waren wie im Nahverkehr hochklappbare Sitze und da sollten wir unsere Räder hinstellen. Wir waren erstmal ein bisschen irritiert, aber da wir direkt gegenüber saßen, war es für uns okay, denn 2 Räder passen da ja hin. Aber dann sollte noch ein 3. und später noch ein 4. und 5. Rad dahin und dann diskutierst du mit dem Schaffner, sagst, dass da nur 2 Räder hinpassen. Er erzählt dir aber, nein, da passen 5 Räder hin. Dann frage ich ihn, ja wie denn? Er so, ja, so. Ich sag so, ja, genau, richtig. Ich meine, also hätten wir Baumarktfahrräder für 500 Euro von mir aus, ja, schmeiß alle 3 Räder da drauf, danach fährt es wahrscheinlich besser als vorher. Aber bei unseren teuren Fahrrädern möchte ich das halt nicht. Ja, dann ging es hin und her
Und ich habe dann vorgeschlagen, dass wir beim nächsten Halt rausgehen, die anderen 3 Fahrräder rein, dann wir wieder rein und dann gucken wir, was wir machen. Und ich wollte mich dann in den Türbereich stellen für die restlichen 3 bis 4 Stunden. Haben wir dann auch so gemacht. Annes Rad ging dann als 4. noch in den Gang, der war dann aber auch komplett zugestellt. Ja, und so stand ich dann bis Straßburg noch im Türbereich. Ich will es auch nicht zu dramatisch machen, aber für diesen Fall sollte man vorsorglich in Nizza beim Baumarkt etwas Luftpolsterfolie oder Pappe kaufen, um das Rad zu schützen, falls nötig. Wir hatten nichts dabei, deswegen war es halt problematisch, aber letztendlich hat es funktioniert und wir haben keine Kratzer im Lack. Oder man reist mit dem Flixbus zurück, die fahren ab Nizza. Fahrräder kann man da ja auch buchen, aber ich glaube, dass dadurch nicht unbedingt gewährleistet ist, dass der Bus mit einem Fahrradträger ausgestattet ist. Denn öfter sehe ich, dass die Räder unten in den Kofferraum müssen. Oder ist das nur bei spontanen Fahrradbuchungen so? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ja, Räder im Kofferraum finde ich jetzt auch nicht so geil, aber da kommt dann wieder die Luftpolsterfolie oder Pappe ins Spiel. Ich habe dann auch nach Anbietern für Rücktransfers gebucht, wie wir das zum Beispiel bei der Alpe Adria hatten, aber ich habe da nichts gefunden. Für An- und Abreise wäre es manchmal gut, wenn man sich da irgendwie zusammentun könnte und einen Bus bucht. Wir wollen zum Beispiel mal auch über die Pyrenäen, aber das ist halt leider eine logistische Herausforderung, ne? Ja, okay, das war der Infoblog. Ich hoffe, es hilft und ich hoffe, die gesamte Videoreihe hat euch gut gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Der E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de entschädigt euch beim Diebstahl eures Fahrrads im Wert von bis zu 15.000 €. Dass auch einzelne Teile, der E-Bike-Akku sowie Fahrradzubehör und Gepäck versichert sind, geschenkt. Viel interessanter finde ich, dass der Schutz erfüllbare Anforderungen an die Sicherung des Fahrrads stellt. Man braucht einfach ein verkehrsübliches Fahrradschloss. Keins nach DIN so und so oder kein schweres Bügelschloss. Und es wird nur empfohlen, das Fahrrad an einen festen Gegenstand anzuschließen. Natürlich. Aber das ist keine Voraussetzung dafür, um Versicherungsschutz zu haben. Und darum geht's ja. Alles digital, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.